1969, da waren die Amerikaner auf dem Mond. Neil Armstrong, Buzz Aldrin sind da rumspaziert, haben fröhlich Fotos gemacht oder doch nicht. Ich zeige euch mit dieser Kamera hier, das ist eine Hasselblad Mittelformatkamera, wie sie auf dem Mond benutzt wurde. Ich zeige euch, was da alles für Ungereimtheiten existieren. Ich erkläre euch die Kamera und ich zeige euch auch, was ihr für einfache Experimente selbst machen könnt, um zu prüfen, ob diese Geschichte fake war oder ob alles echt ist. Contact light. Contact light. Willkommen bei Enigmaskop, Wissen jenseits der Schule. Auf diesem Kanal jagen wir Rätseln aus Wissenschaft und Technik nach und heute kriegen wir raus, was es mit der ganzen Mondlandegeschichte und diesen Kameras auf sich hat und wo diese Ungereimtheiten herkommen. Schon früh hatte man den Verdacht, dass da irgendwas nicht stimmt bei den Mondlandungen, aber so richtig Auftrieb erhalten hat das 1976. Da hat ein Mann, Bill Kaysing, ein Buch veröffentlicht, wo er Schritt für Schritt erklärt, was da alles nicht stimmt. Ganz wichtig ist dieses berühmte Bild, das ist Aldrin fotografiert von Neil Armstrong und da stimmen, so Bill Kaysing, so einige Dinge nicht. Er hat 4 Aspekte gesehen, wo es irgendwie nicht aufgeht. 3 davon schauen wir uns an, nämlich zunächst die Lichtsituation. Da ist Licht und Schatten, wo es eigentlich nicht sein dürfte. Dann der wohl berühmteste Aspekt, ich habe einen schwarzen Nachthimmel, einen schwarzen Sternenhimmel. Das kann nicht sein, da sind nämlich keine Sterne. Und zum Dritten, wir wissen doch, dass es auf dem Mond ganz heiß und ganz kalt ist. Die Kamera müsste eigentlich geschmolzen sein. Dass man damit Fotos macht auf dem Mond, das kann nicht sein. Genau das schauen wir uns an. Schritt für Schritt erkläre ich, wie ihr mit Fotografie und Physik dahinter kommt, was los ist. Zunächst schauen wir uns aber an, wie diese Hasselblad-Kameras funktionieren und was da genau auf dem Mond gemacht wurde und wie die Mondkameras sich von den normalen Kameras hier unterscheiden. Hasselblad, das waren also diese Kameras. Was hat es damit auf sich? Nun, das sind Kameras aus Schweden mit Zeiss Optik aus Deutschland. Heute eher ein unbekannter Name. In den 60er, 70er Jahren war das eine bekannte Kameramarke. Allerdings hatten nur ganz, ganz wenige Leute diese Kameras, denn die waren nicht nur groß, sondern auch richtig teuer. Die NASA hat erstaunlicherweise damit gar nicht fotografieren wollen, denn Fotografie war bei der NASA ursprünglich irgendwie eine Nebensächlichkeit. Wir verdanken es diesem Mann hier, das ist Wally Schirra, ein Astronaut, dass Hasselblad überhaupt in die NASA kam und in diese Mondlandemission kam, denn Wally Schirra war frustriert in den frühen 60er Jahren, wie schlecht die Fotos der NASA waren bei diesen milliardenteuren Missionen und er hat seine eigene Hasselblad 500 mitgenommen und damit fotografiert und so kam dann die Hasselblad-Kamera 500er Serie ins Apollo-Mondlandeprogramm rein. Schon vorher wurde es aber benutzt, ganz berühmt dieses Foto, sicher von Ed White, wie er da im Weltraum schwebt, aufgenommen mit einer Hasselblad. Und wie funktioniert die Kamera und weshalb sieht die so seltsam aus? Nun, ich habe die eigentliche Kamera mit dem Spiegelkasten, das ist der berühmte Hasselblad-Würfel. Ich habe einen Sucher oben drauf, das ist ein Lichtschachtsucher. Ich kann also nicht so durchblicken oder schon gar nicht auf ein Display hinten, aber auch keinen Sucher, wie wir ihn kennen, sondern das ist ein Schachtsucher. Ich blicke oben rein und mache dann meine Einstellungen. Hier hinten ist das Filmmagazin, das ist ziemlich elegant bei den Hasselblads. Ich kann das Filmmagazin nämlich einfach wegnehmen und kann so auch sehr bequem zahlreiche Filme in einzelnen Magazinen vorladen und muss nachher, wenn ich den Film wechseln will, lediglich das Magazin wechseln. Dann gibt es noch das Objektiv vorne und alles mechanisch, inklusive Filmtransport. Ich gucke durch, stelle ein, löse aus. Das Auslösen ist blockiert, denn ich muss erst das Filmmagazin öffnen mit dem Schieber. Und jetzt kann ich auslösen und muss dann den Film weiter transportieren. So funktioniert die Kamera, extrem primitiv, aber ziemlich zuverlässig.
Die NASA-Kamera sah eher so aus, das ist wieder eine 500er Hasselblad, allerdings dieses Mal mit dem batteriebetriebenen motorischen Transport. Ihr seht hier auch, die Filmkurbel fehlt. Die Astronauten mussten da lediglich draufdrücken, Fotos machen und der Film ging automatisch weiter. Die NASA hat auch sonst ein kleines bisschen modifiziert gearbeitet. Die haben insbesondere den Sucher oben weggemacht. Das heißt, die Astronauten hatten gar keinen Sucher mehr, mussten also die Kamera einfach ungefähr aufs Motiv richten und dann abdrücken. Das Filmmagazin, das ist jetzt ein normales, wurde durch ein deutlich größeres ersetzt, sodass man sehr, sehr viele Fotos machen konnte, ohne den Film zu wechseln. Und ganz wichtig, die Kamera, die tatsächlich auf dem Mond, auf der Mondoberfläche benutzt wurde, ist nicht schwarz, sondern die sieht so aus, die ist silbern und das hat was mit der Temperatur zu tun. Und damit sind wir bei den Verschwörungstheorien. Wir schauen uns an, was hat das jetzt alles mit den Belichtungen, mit dem Sternenhimmel, mit der Verschlusszeit, die ich irgendwie nicht kenne. Was hat das mit all diesen Fake-Fotos zu tun und was können wir selber ausprobieren und was ist mit dieser Kamera los? Was stimmt nun an der Sternenhimmel-Geschichte nicht? Bill Kaysing hat in seinem Buch Unter C geschrieben, Where are the stars in the lunar sky? Wo sind dann bitte die Sterne im schwarzen Himmel? Er hat dieses Bild hier reingedruckt, sagt, dass das Bild fake sei und man müsste doch in dem schwarzen Himmel die Sterne sehen. Gemeint hat er dieses Bild, berühmtes Bild von der Erde vom Mond aus gesehen und tatsächlich, der Himmel ist pechschwarz, da sieht man keine Sterne, doch woran liegt das? Ist es fake? Ja, nein, eigentlich nicht. Wir haben viele, viele Aufnahmen, modernere Aufnahmen wie diese, wo wir sehen, dass der Himmel tatsächlich pechschwarz ist, natürlich auch auf dem Mond. Und das liegt ganz einfach daran, dass wir hier eine Tageslichtsituation haben. Auf dem Mond ist es im Prinzip gleich hell wie auf der Erde am Tag. Das liegt daran, dass die Erde und der Mond ungefähr gleich weit entfernt sind von der Sonne. Und deshalb kann man auch dieselben Belichtungszeiten verwenden. Die wurden den Astronauten hier sogar aufgedruckt aufs Magazin. Bei 160 ASA Filmempfindlichkeit ist das eine 250. Sekunde Blende 11 und das gibt eine gute Belichtungszeit, eine gute Belichtung für eine Tageslichtaufnahme. Da muss man gar nicht viel rumdrehen. Wir probieren das aus, ob das auch stimmt. Wir haben eine Digitalkamera aufgebaut. Wir stellen ein, genau diese Mondbelichtungen. 160 ASA, Blende 11, eine 250. Sekunde und wir sehen, nicht weiter erstaunlich, die Belichtung stimmt perfekt, auch auf der Erde. Ich schraube hier mal noch ein bisschen an der Filmempfindlichkeit rum, damit man diese Veränderungen sieht. Wir können natürlich auch mit der Belichtungszeit spielen, aber wir sehen, die Belichtung, die sie auf dem Mond verwendet haben, entspricht wirklich einer Tageslichtbelichtung auf der Erde. Das gibt dann diese schöne, ausgewogene Belichtung. Jetzt nehmen wir genau diese Belichtung und gehen in die Nacht, denn jetzt wollen wir den Nachthimmel sehen, die Sterne sehen. Wir machen jetzt mit genau derselben Einstellung, 160 ASA, Blende 11, eine 250. Sekunde, ein Foto und wir sehen nichts. Es ist pechschwarz. Wir schrauben jetzt mal die Filmempfindlichkeit hoch. Wir sehen erste Lichtpunkte, aber immer noch sehr wenig. Wir müssen da noch die Belichtung weiter erhöhen. Das machen wir jetzt, indem wir an der Blende herumschrauben. Die öffnen wir jetzt. Jetzt beginnen wir langsam die Nachtlichter beim Sehenden zu sehen. Reicht immer noch nicht. Wir sind jetzt schon bei 6400 ASA, Blende 4. Jetzt müssen wir offensichtlich auch noch an der Belichtungszeit rumschrauben. Die schrauben wir jetzt hoch und hoch und hoch. Jetzt beginnen wir die Stadt zu sehen, aber immer noch keine Sterne. Also da müssen wir noch mal richtig zulegen und wir stellen jetzt ein, mal eine Sekunde. Da sehen wir ein bisschen was, aber wir müssen noch weiter hochdrehen. Wir gehen jetzt auf die typische Sternenbelichtungszeit, die Astrofotografen unter euch sicher kennen, etwa 5 Sekunden, Blende 4, 6400 ASA. Das gibt tatsächlich eine gute Belichtungszeit für Milchstraßen und Sterne. Da müssten wir jetzt tatsächlich Sterne sehen. Lassen wir die Belichtung kommen und tatsächlich, man sieht jetzt im Himmel Sterne. Natürlich ist das jetzt total zugemüllt vom Licht der Stadt, deshalb machen wir dasselbe nochmal. Weg von der Stadt, wieder die Tageslichtbelichtung. Perfekt, wieder mit der Mondeinstellung, spielt keine Rolle, wo ich da hinblicke. Und jetzt nehmen wir die Sternenbelichtung, 5 Sekunden, Blende 4, 6400 ASA und lassen mal
5 Sekunden belichten. Was werden wir da sehen? Tatsächlich, jetzt sehen wir die Sterne sauber am Himmel, natürlich die unten angestrahlten Wolken ebenfalls. Die Belichtungsunterschiede zwischen Tag und Nacht hier sind für Fotografen unter euch sagenhafte 19 Blendenstufen. Und die Erde und der Mond, sieht man auch auf dieser Aufnahme, haben im Prinzip genau dieselbe Tageslichtbelichtung, aber der Himmel ist 19 Stufen dunkler und damit, das ist ein Verhältnis von etwa 1 zu 500.000, also es braucht 500.000 Mal mehr Licht, um den Sternenhimmel zu sehen. Die Firma Nvidia hat einen sehr interessanten Versuch gemacht, den verlinke ich euch noch auf den YouTube-Kanal. Die haben das alles nachgestellt und gerechnet und simuliert, was die Lichtsituation auf dem Mond macht und wie das ausschaut, wenn ich die Belichtung hochfahren würde, 500.000-fach erhöht, dann sehe ich tatsächlich den Sternenhimmel, ich würde auch die Milchstraße sehen, aber zwischen diesen beiden Belichtungen haben wir halt leider einen Unterschied von einem Faktor 500.000. Das heißt, das geht nie und nimmer gleichzeitig auf ein Bild. Auch in unserem zweiten Fall geht es um Fotografie und Licht. Bill Kaysing hat in seinem Buch das berühmte Bild von Neil Armstrong, wie er den Aldrin fotografiert hat, abgedruckt. Und da sieht er diverse Ungereimtheiten und schlussfolgert da, dass das alles Fake sei. Was ist das Problem in diesem Bild? Nun, ich habe eine etwas größere und farbigere Version des Bildes hier hinter mir. Kaysings Argument ist, dass das Licht ja von der Sonne kommt. Es gibt nur eine Lichtquelle, nämlich hinter dem Aldrin steht da die Sonne. Die leuchtet von hinten und dennoch kann ich von vorne ein Foto aufnehmen. Ich müsste jetzt ja aber von vorne auch Licht haben und das ist eben nicht der Fall, weil die einzige Lichtquelle ja hinter dem Astronauten ist. Und das ist nur dann möglich, wenn ich im Studio von vorne beleuchte. Dann hat es noch eine weitere Ungereimtheit und die ist im Visier zu suchen. Wenn ihr da ins Visier guckt, dann argumentiert Kaysing, das Visier ist ja im Wesentlichen ein Spiegel. Ich müsste also die Studiobeleuchtung, die ja von vorne offensichtlich kommt, die müsste ich jetzt sehen und die sehe ich nicht. Deshalb ist das eine Fotomontage. Hat Kaysing recht oder nicht? Nun, wir probieren zunächst mal die Geschichte mit dem Visier aus. Ich habe zwar keinen Helm, aber immerhin eine Sonnenbrille und ich bin im Studio. Fast Hollywood, sehe ich die Lichtquellen. Tatsächlich, ich sehe die Lichtquellen links und rechts. Kaysing scheint also recht zu haben, aber wir sind in den Verschwörungstheorien und da ist es so, 50% der Geschichte ist total richtig, die anderen 50% sind total falsch. Was ihr jetzt nämlich nicht seht, ist, dass es noch weitere Lichtquellen gibt. Es gibt 2 weitere Lichtquellen hier oben, die seht ihr jetzt nicht. Die würdet ihr sehen, wenn ich nach oben gucke, dann seht ihr diese Linie da oben, das ist eine weitere Lichtquelle. Das heißt, ich könnte durchaus von vorne angeleuchtet werden im Studio, ohne dass man das als Reflexion sieht. Das ist aber nicht wirklich das Problem. Das Problem ist, Kaysing argumentiert, dass es nicht möglich gewesen wäre auf dem Mond, weil die Lichtquellen von vorne ja nicht existieren. Die müsste man im Visier sehen und jetzt schauen wir genauer ins Visier. Wir sehen da keine Lichtquellen. Oder doch? Der Witz ist hier, wir sehen die Lichtquellen tatsächlich, nämlich die Hauptlichtquelle ist schlicht und einfach der Boden. Der Boden wirft das Licht, was von hinten kommt, tatsächlich wieder zurück und strahlt den Astronauten von vorne an. Schön diffus von unten. Und es gibt eine zweite Lichtquelle, die seht ihr ebenfalls, die ist nicht zu vernachlässigen und das ist schlicht und einfach der zweite Astronaut, also Neil Armstrong. Sein weißer Anzug wirft das Sonnenlicht, was aus seiner Sicht von vorne kommt, zu seinem Kollegen und strahlt ihn so von vorne an. Das erklärt relativ einfach, woher das Licht kommt. Wenn ihr das immer noch nicht glaubt, dann könnt ihr einen Versuch machen. Wie immer, Versuche mit Lego sind ganz geeignet. Ich habe das Lego-Raumschiff genommen, 2 Astronauten reingesetzt und bin im Sandkasten gelandet und habe diese ganze Lichtsituation mit meinen Lego-Astronauten und einer Taschenlampe im Sandkasten nachgestellt. Und da sind wir im schönen Sandkasten, wir schalten die Raumbeleuchtung ein. Die leuchtet jetzt diffus von oben großflächig, das entspricht ungefähr einer Outdoor
Beleuchtungssituation auf der Erde mit bewölktem Himmel. Wir sehen das am Schattenwurf. Wir haben nämlich praktisch keinen Schattenwurf. Da leuchtet das Licht einfach von überall her. Das ist aber eben nicht, was wir auf dem Mond haben. Dort haben wir eine sehr gerichtete, einzige Lichtquelle, die Sonne, die kommt von hinten. Das machen wir hier jetzt mit der Taschenlampe. Wir schauen, dass wir einen ähnlichen Schattenwurf hinkriegen wie auf dem Bild mit Aldrin. Und wir sehen jetzt, wie der Sand von vorne leuchtet und den Astronauten von vorne anleuchtet. Wir bringen den Kollegen noch rein und sehen auch, wie das Licht zunimmt, je nachdem, wo der Astronaut steht. Aber in jedem Fall kriegen wir ein gutes Foto hin mit genügend Licht von vorne. Und damit verstehen wir auch, wieso Bill Kaysing mit seinem Argument total falsch liegt. In der dritten und letzten Detektivgeschichte geht es um Temperaturen und geschmolzene Kameras. Und das ist ein kleines bisschen schwieriger zu durchschauen als die Geschichte mit dem Sternenhimmel und dem Aldrin und der Sonne. Kaysing hat selbst das natürlich auch rausgekriegt. In seinem Buch hat er geschrieben, dass man wisse, dass auf dem Mond ja im Schatten sehr, sehr tiefe Temperaturen herrschen, minus 270 Grad, und am sonnigen Ende ist dann geschmolzenes Blei, 330 Grad, und man sähe diese Unterschiede im Kontrast im Bild nicht. Sehr seltsam, keine Ahnung, was er sich erhofft, im Bild zu sehen aufgrund dieser Temperaturunterschiede. Macht aber auch nichts, denn die Verschwörungstheoretiker haben hier auch sonst ein Problem damit, nämlich, dass die Kamera, das wisse man vom Hersteller, die halte nämlich nur etwa 90 Grad aus, und wir wissen ja, dass auf dem Mond, da haben wir es mit irgendwie 150 Grad zu tun. Das heißt, das könnte so nicht funktionieren. Das schauen wir uns jetzt an. Ganz, ganz wichtig zu verstehen ist der Begriff der Temperatur, und das ist, was die meisten Leute wahnsinnig verwirrt, denn wenn ich jetzt hier die Raumtemperatur so messe, 23 Grad, dann glauben wir alle zu verstehen, was das ist, denn das ist die Lufttemperatur. Wenn wir über Temperaturen auf der Erde reden, dann ist das immer die Lufttemperatur. Auf dem Mond gibt es ja offensichtlich keine Luft, deshalb funktioniert das ganze Konzept der Temperatur auf dem Mond nicht, und genau damit spielt die Verschwörungstheorie, entweder bewusst oder unbewusst, dass es diese Temperaturen so nicht gibt. Wenn ich im Internet aber frage, wie heiß ist es auf dem Mond, wie kalt ist es auf dem Mond, dann kriege ich tatsächlich eine Antwort, und die ist so typischerweise, sagen wir, zwischen minus 250 und plus 150 Grad, je nachdem, ob man in der Sonne oder im Schatten ist. Wie geht das jetzt? Die Antwort ist ganz einfach, das ist die Bodentemperatur. Die kann man natürlich tatsächlich bestimmen, steckt ein Thermometer in den Boden und misst die Bodentemperatur in den oberen paar Zentimetern, und das ist tatsächlich so. Wenn es im Schatten ist, dann kann das sehr, sehr kalt werden, tatsächlich, wie Kaysing auch behauptet, fast absolute Zero, minus 270 Grad, und in der Sonne kann das hochgehen. Allerdings so einfach ist es nicht. Ihr seht auch im Internet, wenn ihr sucht, da gibt es ganz verschiedene Temperaturangaben, und das hängt damit zusammen, dass das stark vom Sonnenstand abhängt und von wie lange dieses Stück Boden schon in der Sonne oder im Schatten liegt. Das hat wieder was mit dem Tag-Nacht-Zyklus auf dem Mond zu tun. Ein Tag-Nacht-Zyklus auf dem Mond dauert ja ungefähr einen Erdmonat. Und die Amerikaner mit Apollo 11, die waren an einem Mondmorgen da. Das habt ihr auch gut gesehen auf der Aufnahme mit Aldrin. Die Sonne stand tief. Das liegt ganz einfach daran, dass da Morgen war. Wie vieles in dieser ganzen Apollo-Geschichte ist das nicht Zufall, sondern die Amerikaner haben ganz bewusst diesen Zeitpunkt gewählt, diesen tiefen Sonnenstand gewählt. Der Hauptgrund war tatsächlich die Temperatur, denn steht die Sonne tief und geht man am Morgen hin und nicht am Nachmittag hin, dann ist die Bodentemperatur so tief, wie es nur geht, vielleicht irgendwo bei 120, 130 Grad. Das hilft uns aber eigentlich immer noch nicht weiter, weil was uns interessiert ist, wie heiß wird die Kamera. Wir wissen jetzt aber nur, wie heiß ist der Boden. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir von der Bodentemperatur zur Kameratemperatur? Das erkläre ich euch jetzt. Da zeichnen wir zunächst mal den Boden hin, dann noch die gute alte Sonne, die strahlt ja Wärme ab, da zeichnen wir die Sonnenstrahlen ein, wie wir es in der Schule gelernt haben. Wir zeichnen unseren Kamerawürfel. Wir zeichnen den Astronauten,
Und jetzt fragen wir uns, wie fließt da Wärme hin und her? Das Offensichtlichste ist die Sonne. Von der Sonne gibt es Strahlung, die geht Richtung Kamera. Da wird Wärme übertragen. Die Sonne ist viel heißer als die Kamera, da fließt also Wärme in die Kamera. Dasselbe passiert vom Boden aus. Der Boden ist viel heißer als die Kamera. Auch da fließt über Strahlung Wärme in die Kamera. Wärme ist Energie. Und dann habe ich noch etwas, was abgeht zwischen dem Astronauten und der Kamera. Hier gibt es Wärmeleitung, also ein anderer Mechanismus. Da passiert aber nicht viel, weil das isoliert zu gut. Wir haben also im Wesentlichen die Sonne, die Wärme reinstrahlt und der Boden, der Wärme reinstrahlt. Und jetzt haben wir noch einen dritten Mechanismus, der hier total wichtig ist. Und das ist auch wieder Strahlung, nämlich von der Kamera in den Weltraum. Der Weltraum ist total kalt. Hier geht Wärme weg. Dann passiert noch etwas, nämlich hier an der Oberfläche. Nicht alle Strahlung, die von der Sonne kommt, geht auch in die Kamera. Ein großer Teil davon wird reflektiert, etwa 80-90% wird einfach reflektiert. Wichtig auch, es gibt keine Luft, da gibt es also keine Übertragung von Wärme über Wärmeleitung oder Konvektion. Die Strahlung, die Balance der Strahlung ist genau das, was wir hier sehen. Nun gut, jetzt wissen wir, wie da die Wärme hin und her geht und wir wissen ungefähr, wie heiß die Mondoberfläche ist. Aber wie kriegen wir jetzt raus, wie heiß die Kamera wird? Wie kann ich das bestimmen, ohne der NASA irgendwas glauben zu müssen? Die Antwort ist nicht ganz einfach. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich das genauer oder ungenauer ausrechnen kann. Ich zeige euch einen ganz, ganz einfachen Weg, wie man das ganz grob abschätzen kann. Und der geht so. Wir wissen nicht genau, wie die Balance zwischen eingestrahlter Wärme und abgestrahlter Wärme ist und wo sich da das Gleichgewicht einstellen würde. Das ist komplizierter zu rechnen. Was ich aber machen kann, ich kann die Rechnung stark vereinfachen, indem ich einfach sage, ich habe eine dominante Quelle, das ist die Sonne, da geht Strahlung rein. Vom Boden kommt auch noch was, aber das ist nicht so viel im Vergleich zur Sonne. Und wir vernachlässigen mal die Abstrahlung in den Weltraum, weil das ist nicht ganz trivial zu rechnen. Wir gehen also einfach mal davon aus, dass da gar nichts gekühlt wird. Und damit geht einfach Wärme von der Sonne rein in die Kamera und damit erwärmt sich die Kamera und wird heißer und heißer. Die Frage, die man sich jetzt ganz einfach stellen kann, ist, wie lange dauert es, bis die Kamera unter diesen Umständen eine Temperatur, eine gefährliche Temperatur von etwa 80, 90 Grad erreicht hat. Und genau das rechnen wir aus. Ganz, ganz einfache Rechnung. Zunächst müssen wir aber wissen, wir haben eine Starttemperatur, denn die Kamera geht aus dem Raumschiff raus und ist vielleicht 25 Grad kalt und dann beginnt die Uhr zu ticken. Die Sonne strahlt ein und erwärmt die Kamera. Wie geht das jetzt? Wie viel ist das? Wie rechnet man das? Ganz, ganz einfach. Die Sonne strahlt mit bekannter Intensität. Das ist die sogenannte Solarkonstante. Die Sonne brennt da mit etwa 1400 Watt pro Quadratmeter. Brennt die runter. Wir müssen jetzt einfach ausrechnen, wie viel von diesem Quadratmeter geht da drauf. Das ist irgendwie 2 bis 3 Quadratdezimeter und das ist dann, das gibt uns irgendwie so 20, 30, 40 Watt, die da tatsächlich reingehen. Jetzt geht das aber nicht in die Kamera rein, sondern ein Teil davon wird reflektiert und genau das ist der Grund, weshalb die Kamera nicht schwarz ist, weil dann würden vielleicht 80% von diesen 30, 40 Watt da reingehen. Es ist aber eben silbern-weiß und damit wird 80 bis 90% zurückgeworfen. Letztendlich, wenn ich die Solarkonstante nehme, die Fläche nehme und die Reflexion der Kamera nehme, bleibt ungefähr 5 Watt, was da reinfließt und heizt. Und das ist genau die simple Rechnung. Ich brauche jetzt einfach zu wissen, was ist die Wärmekapazität dieser Kamera? Die ist ungefähr 2 Kilo schwer, die besteht überwiegend aus Aluminium und dann kann ich rechnen, wie lange dauert das, bis ich von 25 Grad auf zum Beispiel 80 Grad aufgeheizt habe. Einfache Rechnung und ich kann es noch einfacher haben. Ich gehe ins Internet und frage irgendeinen modernen KI-Bot. Ich habe hier den Perplexity, seht ihr, ich frage da einfach, ich habe diese Heizung von 5
Watt. Ich heiz auf und will wissen, wie lange dauert das, und ich kriege zur Antwort, das dauert etwa 5 Stunden. Das heißt, nach etwa 5 Stunden Sonnenstrahlung wäre die Kamera heiß genug, dass sie wahrscheinlich nicht mehr gut funktionieren würde. In Wirklichkeit habe ich aber zusätzlich noch Wärme, die vom Boden reinkommt, und ich habe sehr, sehr viel Kühlung durch den Weltraum. Also das wird vermutlich etwas günstiger und weniger schnell gehen als 5 Stunden. Und geht das jetzt mit der Mondlandung? Nun, Apollo 11, die Astronauten waren nur 2,5 Stunden auf der Mondoberfläche. Die NASA hat das alles durchgerechnet, diese Dokumente findet man, und man findet, dass tatsächlich diese primitive Abschätzung, die ich jetzt schnell gemacht habe, die ist gar nicht so falsch. Die hatten also tatsächlich herausgefunden, dass die Kamera nach einigen Stunden tatsächlich unangenehm warm wird und man da schon aufpassen muss, dass man die Kamera nicht unnötig in der Sonne rumliegen lässt. Und auch wenn man später dann längere Missionen gemacht hat, da musste man schon aufpassen, dass das nicht überhitzt. Aber ihr seht, mit einfacher Schulphysik kriegt man raus, dass das alles völlig plausibel ist und Casings Behauptungen hinten und vorne nicht stimmen können. Waren die Amerikaner nun auf dem Mond oder nicht? Das zu beweisen ist ziemlich schwierig, und genau damit spielen die Mondlandeverschwörer und nutzen das aus. Ihr habt aber jetzt in diesem Video gesehen, dass es sehr, sehr einfach ist, mit Schulphysik und ein bisschen Fotografiekenntnissen zu zeigen, dass die typischen Argumente in diesen Verschwörungstheorien einfach grober Unfug sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.